Donald Trump hat mit verschiedenen Maßnahmen das Vertrauen so ein bisschen erodieren lassen in Amerika. Ihm ist der schwache Dollar ja durchaus kommt ihm zu Pass, nicht? Das wollte er ja immer. Trump wäre natürlich am liebsten selber auch noch im Nebenjob Notenbankpräsident. Was wir jetzt sehen, ist ja eigentlich nur eine Korrektur der Dollarstärke. Wir haben ja noch letztlich, du hast es ja schön gezeigt, wir haben ja keine Dollarschwäche in dem Sinne. Der US-Markt ist von wenigen Titeln abhängig. Jetzt hat sich das noch weiter verschärft, verstärkt. Du hast ja das Diversifikationsthema angesprochen. Man muss insgesamt diversifizieren. Es gibt ja nicht nur Tech-Werte, es gibt auch andere Werte, die interessanterweise sehr viel günstiger geworden sind. Auch wenn es zu Beginn des zweiten Quartals ganz danach aussah, als würden Zölle das kursbestimmende Thema, am Ende waren es dann doch wieder die großen Tech-Schwergewichte, die den Ton angaben. Und so lautet denn auch die Überschrift unseres Quartalsberichts: KI Reloaded. Der Autor sitzt bei mir und mit ihm spreche ich über die Themen, die die Kapitalmärkte bewegen. Hallo Bert. Ja, hallo zusammen. Lass uns mal mit einem Performance-Treiber der letzten Jahre beginnen, der sich in den letzten Monaten, eigentlich im gesamten ersten Halbjahr, zum wahren Rendite-Killer entwickelt hat. Ich spreche über den Dollar. Der steht jetzt wieder ungefähr da, interessanterweise, wo er vor 26,5 Jahren ins Rennen ging. Und nicht nur das, wir sehen das hier am Chart, die 1,17, 1,18. Das ist auch ein Kursniveau, das wir eigentlich über die gesamten 26,5 Jahre immer wieder in Abstand von 3,5 Jahren gesehen haben und das auch interessanterweise wirklich genau der Durchschnitt ist. Aber wie gesagt, Renditekiller für Anleger. Ja, wenn man das erste Halbjahr sieht, auf jeden Fall. Nicht im längerfristigen Kontext. Du hast ja gerade schön gezeigt, es geht rauf und runter. Es gab diese extremen Phasen der Dollarstärke kurz nach Einführung des Euros, wo wir weit unter der Parität waren. Also ein Dollar war viel mehr wert als ein Euro. Dann hat sich das gedreht in den Jahren 2003, 4, 5, 6, 7 mit der extremen Dollarschwäche, die sich dann langsam wieder relativiert hat. Und jetzt haben wir zum ersten Mal seit vielen Jahren eine starke Bewegung in einem relativ kurzen Zeitraum. Nicht so 6 Monate, minus 12%. Und das schlägt natürlich dann durch auf die Entwicklung der großen, für europäische Investoren relevanten Indizes. Genau, also wir sprechen zum Beispiel über den MSCI Welt, der ist dieses Jahr für einen Anleger im Euroraum Minus 4 knapp. minus 4, ein Verlustgeschäft. Wenn wir uns den US-Aktienmarkt mal anschauen, den S&P 500, der liegt in Dollar zur Jahresmitte irgendwo bei 6% im Plus. Auch hier minus 7%. Das merkt man dann schon im Depot, auch wenn man mit Einzeltiteln unterwegs ist. Microsoft, Broadcom, Nvidia, alle 3 mit 20% im Plus. In Euro so gerade über der Nulllinie. Ja, der Unterschied zu früher ist der, dass heute natürlich Investoren aus Deutschland oder Europa viel, viel mehr US-amerikanische Unternehmen, die Sie auch alle gut kennen, du hast die Namen gerade genannt, im Portfolio haben und zumeist in Form von deutschen oder in Euro denominierten Aktien, die in Frankfurt gehandelt werden. Und da sieht man dann den Effekt direkt, nicht? Der ist dann bei Apple stark negativ, von negativ auf noch mehr negativ, bei den von dir gerade genannten Titeln von sehr positiv auf noch ein bisschen was. Dieser Effekt, glaube ich, wirkt sich heute stärker aus auf die Anleger, als er das in der Vergangenheit getan hat. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die tolle Performance vom MSCI Weltaktienindex, der ja so ein bisschen der heilige Gral wurde, mit gut 70% Anteil USA, davon wiederum sehr viel Technologie, dass die Performance von dem Index in den letzten 10 Jahren auch getrieben war von einem starken Dollar. Der hat nochmal so 2% PA hinzugebracht. Nicht? Und deswegen ist das, was wir da jetzt sehen, vielleicht in der Ausprägung neu, zumindest in der Auswirkung auf viele Investoren, die vor 20 oder 25 Jahren kein Thema mit dem Dollar hatten, weil sie kaum in Amerika investiert waren. Wie gehe ich jetzt als Anleger damit um? Als Privatanleger habe ich eigentlich keine Wahl, groß absichern. Das ist für einen Privatanleger schwieriger. Du könntest jetzt theoretisch hingehen und sagen, okay, nehme ich den ganzen Dollar, sicher den ab. Wenn wir dann auf 1,30 gehen, habe ich mir das Verlustgeschäft gespart. Ja, absichern klingt immer gut, ist aber nicht ganz billig. Knapp 2,5% pro Jahr kostet es aufgrund der hohen Zinsdifferenz
Amerika viel höhere Zinsen als bei uns. Und das muss man natürlich von Anfang an mit ins Kalkül ziehen. Und dann ist auch, glaube ich, ein entscheidender Punkt Diversifikation. Wir haben den Punkt in unserem Pentagramm ja ganz oben aufgestellt. Das gilt auch für Währungen. Das heißt, überhaupt keine Dollars zu haben, mag auch der falsche Weg sein, weil man weiß ja nie genau, was passieren kann. Die Frage ist also die Dosis, nicht wie viel Dollar sollte ich halten? Und wir haben einen Teil abgesichert, allerdings hält sich das in Grenzen. Das sind so 15–20% des Dollaranteils, 5–6%, die abgesichert sind. Und dann ist auch die Frage, wann mache ich die Absicherung wieder auf? Warte ich bis 1,20 oder noch ein bisschen mehr? Sei dahingestellt. Entscheidend ist aber, dass man nicht das gesamte Währungsexposure komplett absichert. Und man muss da, es heißt so schön agnostisch, also einfach indifferent sein und sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt. Und nach ein paar Jahren der Schwäche kommt auch wieder mal eine Phase der Stärke, die man halt nicht so exakt antizipieren kann. Von Kapitalflucht war hier und da die Rede im zweiten Quartal. Jetzt haben wir Aktien gesehen, die sind wieder da, wo sie am Jahresanfang waren oder höher. Wir sehen auch nicht, dass das Interesse an US-Staatsanleihen von ausländischen Anlegern zurückgeht. Was würdest du sagen, was hat denn dann den Dollar so geschwächt und sind wir jetzt auf einem Niveau, wo die Risiken, die Anleger offensichtlich sehen, besser eingepreist sind? Ja, das ist ein etwas weiter umfassenderes Thema als nur den Dollar. Es geht natürlich um die USA als Ganzes. Und Donald Trump hat mit verschiedenen Maßnahmen das Vertrauen so ein bisschen erodieren lassen in Amerika. Ihm ist der schwache Dollar ja durchaus, kommt ihm zu Pass, nicht? Das wollte er ja immer. Solange die Zinsen nicht durch die Decke gehen und die Staatsverschuldung teuer machen, ist es auch, glaube ich, für ihn letztlich kein Problem. Was allerdings meiner Meinung nach der wesentliche Aspekt und Punkt für den Dollar sind die Angriffe von Donald Trump auf den US-Notenbankchef Jay Powell, den er als Mr. Too Late bezeichnet, weil der nichts oder viel zu spät etwas unternimmt und die Zinsen endlich dahin senkt, wo Trump sie gerne hätte. Nicht? Und Trump wäre natürlich am liebsten selber auch noch im Nebenjob Notenbankpräsident. Und man darf nicht vergessen, das ist die wichtigste Notenbank der Welt und die Aufgabe der Notenbank ist eben auch Preisstabilität, auf Preisstabilität zu achten und auf Wirtschaftswachstum, einen gesunden Arbeitsmarkt. Diese Themen muss die Fed auch bedenken, aber sie kann nicht nur auf das Letztere setzen, sondern sie muss auch Preisstabilität im Auge halten. Und wenn natürlich ein Präsident in einer nie dagewesenen Form den Notenbankchef attackiert und sagt, jetzt tritt mal schnell zurück, dann unterminiert es natürlich das Vertrauen von Anlegern in die Währung, in die Unabhängigkeit der Notenbank und damit letztlich in die Währung. Und jetzt kommt noch hinzu, dass Trump ja schon drüber nachdenkt, lange bevor die Amtszeit von Powell endet, nämlich im nächsten Mai, schon dieses Jahr einen möglichen Nachfolger zu nennen. Und der würde dann so eine Art Schattenkanzler sein. Und der eigentliche Notenbankchef wäre dann eine lame duck. Nicht? Und das ist eine Option, die der Markt durchaus auch beachten muss. Denn wenn die Notenbankunabhängigkeit nicht mehr gegeben ist, dann hat das durchaus nachhaltige Auswirkungen auf das Vertrauen und die Stabilität der Währung. Aber nochmal zurück zu Euro-Dollar. Jetzt will ich dich nicht auf eine Kursprognose festnageln, aber müssen wir jetzt erwarten, dass das Spielchen bis nächstes Jahr Mai weitergeht und dass dann auch damit der Dollar peu à peu immer schwächer wird? Oder ist dann auch in deinen Augen irgendwann mal gut? Was wir jetzt sehen, ist ja eigentlich nur eine Korrektur der Dollarstärke. Wir haben ja noch letztlich, du hast es ja schön gezeigt, wir haben ja keine Dollarschwäche in dem Sinne. Und die Frage, wie weit der Dollar noch fallen kann, hängt natürlich damit zusammen, wie entwickelt sich das Haushaltsdefizit. Das ist ein weiterer Punkt, wo die Märkte eine gewisse Sorge haben, dass die Verschuldung nicht oder die Neuverschuldung nicht zurückgeführt wird, sondern weiter steigt. Haushaltsdefizite von um die 7% werden momentan erwartet. Die hohen Zinsen in Amerika mit 4–4,5% führen dazu, dass der Staat inzwischen eine deutsche Billion an Zinszahlungen leisten muss. Das ist in etwa so viel wie der Verteidigungshaushalt. Und das alles gepaart mit dem Angriff auf die Notenbank ist natürlich ein Cocktail, der durchaus das Potenzial hätte, den Dollar auch noch deutlich schwächer zu machen.
Und was wir gesehen haben bei den Konflikten, jetzt denken wir an diesen kurzen Krieg zwischen Israel und dem Iran, als die Amerikaner dann die Bomben auf die Atomanlagen schmissen. Der Dollar hat in dieser Phase kein einziges Mal feste reagiert. Normalerweise sind das Phasen, in denen der Dollar eigentlich steigt, das ist so ein bisschen Flucht in die Sicherheit, ist nicht passiert, was durchaus signalisiert, dass die Dollarschwäche noch eine Weile weitergehen könnte. Aber wie gesagt, Währungsprognosen sind unglaublich schwer. Und was für diesen Fall sprechen würde, wäre eine Fortsetzung der Demontage des Notenbankpräsidenten. Das wäre für mich das Wichtigste. Aber wir halten fest, es gibt durchaus auch noch Risiken da draußen, in denen der Dollar dann möglicherweise mal wieder gesucht wird. Also ihn ganz zu eliminieren, das würde mit dem Grundsatz. Nein, wenn man überlegt, gerade jetzt die Eurozone, wir wissen ja nicht, die nächsten Tage werden zeigen, wie dann die nächste Stufe im Zollstreit weitergeht. Das sind natürlich Punkte, die auch nicht unbedingt für Europa sprechen. Auch hier haben wir eine hohe Verschuldung, viel höher als in Deutschland, in den meisten Ländern. Auch hier haben wir strukturelle Probleme. Das heißt, auf der Umkehrseite zu sagen, der Euro spricht viel für den Euro, der muss jetzt bombenfest gehen, das sehe ich auch nicht. Und deswegen wäre ich insgesamt bei dem Währungsthema auch relativ entspannt. Dass Anleger jetzt im großen Stile US-Aktien den Rücken zukehren, ist ohnehin nicht zu erwarten, denn warum sollten die freiwillig auf profitable Investments verzichten? Wie profitabel können wir vielleicht mal zeigen, wenn wir uns die Gewinnentwicklung amerikanischer Aktien über die letzten Jahre angucken. Wir reden ja immer von der Verdopplung der Gewinne über 10 Jahre. Das hat übrigens von 2015 bis 2024 auch ziemlich genau hingehauen. Wenn man sich jetzt nach vorne orientiert, stellt man fest, also wir sehen das hier, 12,5%, knapp 13% Gewinn plus in diesem Jahr, trotz Zölle. Und im nächsten Jahr von erwarteten nochmal knapp 13%. Das ist schon eine starke Hausnummer. Ja, du hast es gesagt, erwartet. Bis dato sollten sich, so sieht es zumindest aus, die für dieses Jahr erwarteten Gewinne, die ungefähr 12–13% höher liegen als im letzten Jahr, das dürfte sich einigermaßen bewahrheiten. Schwieriger wird dann der Blick ins nächste Jahr, aber wie du schon sagtest, der US-Markt ist sehr stark gewinnseitig unterstützt. Die Gewinne der Unternehmen sind gestiegen. Allerdings wissen wir auch alle, wo es herkommt. Das sind nicht die Gewinne von 500 Unternehmen, sondern das sind die Gewinne von einem halben Dutzend. Du hast das mal ausgerechnet, das kommst zu dem Ergebnis, dass sich hinter den Gewinnerwartungen von 2026 alleine 600 Milliarden verbirgen, die von den 4 großen Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet plus die 2 Halbleiter-Unternehmen Nvidia und Broadcom kommen. Das wäre ein Viertel des gesamten Gewinns, der für 2026 erwartet wird. Ja, und es waren 2019 keine 10%. Wir können das auch mal zeigen. Wir haben das auch als Grafik dabei. Da sehen wir den Anteil der Unternehmen, die wir gerade genannt haben, an den Gewinnen im US-Markt. Also knapp 10% vor ein paar wenigen Jahren. Das Thema ist ja auch nicht neu. Wir haben das öfters adressiert. Das konnte man auch allenthalben wieder überall lesen. Der US-Markt ist von wenigen Titeln abhängig. Jetzt hat sich das noch weiter verschärft, verstärkt und letztlich kann man alles, deswegen habe ich diesen Titel KI Reloaded mal gewählt, kann man alles von den Erwartungen, die in dieses Thema gesteckt werden, ableiten. Denn es geht noch weiter als das, was wir hier sehen. Viele der Titel wachsen gar nicht so stark. Also bei Apple kann man jetzt nicht von einem starken, weit überdurchschnittlichen Wachstum sprechen. Das Wachstum resultiert vor allen Dingen auch von Unternehmen wie Nvidia, die jetzt über 2 Jahre, wenn man vom letzten Jahr rechnet, bis nächstes Jahr ungefähr 66 Milliarden Gewinn plus machen, auf dann fast 140 Milliarden Dollar Gewinn. Wahrscheinlich dann auch die gewinnstärkste Firma weltweit sein sollten. Und sie sind ja inzwischen schon an der Börse mit fast 4 Billionen, also 4.000 Milliarden, knapp 4.000 Milliarden bewertet. Das heißt, der gesamte Markt wird von diesem Thema sehr stark abhängig. Und die großen Profiteure, du hast gerade die Chiphersteller genannt, sind momentan ganz offensichtlich die 2 Lieferanten für die Schaufeln, die es braucht für diesen Goldboom.
Und die sind darauf angewiesen, dass die Großkunden, die du auch gerade erwähnt hast, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, dass diese Großkunden, die über 300 Milliarden allein dieses Jahr investieren, dass die weiter am Ball bleiben und weiter Chips bestellen, kaufen, Datencenter bauen, um dieses Wachstum zu füttern. Das ist ja der Punkt. Wenn die 4, nochmal Meta, Amazon, Alphabet und Microsoft, wenn die im letzten Jahr 380 Milliarden Gewinn machen, aber davon dieses Jahr 330 Milliarden wieder investieren. Ich meine, wenn sich das wiederholt, dann stelle ich irgendwann als Aktionär die Frage, Moment mal, also die Gewinne sind ja schön, aber wenn die ständig im nächsten Jahr investiert werden oder investiert werden müssen, weil sie ja im Grunde genommen eigentlich keiner leisten kann, aus dem Bieterwettstreit sozusagen auszusteigen, was habe ich dann davon und macht es dann überhaupt Sinn, diese Gewinne als Basis für meine Bewertung herzunehmen? Wie weit kann das gehen und kann das monetarisiert werden? Das ist kann ich damit Geld verdienen? Nicht? Die Kernfrage, und du hast eingangs gesagt, das Zollthema oder auch die Konflikte im Mittleren Osten, was so die mediale Präsenz oft dominiert, das ist aus genau diesem Grund nicht so entscheidend. Weil die Leute natürlich, wenn du dir die Börsenkapitalisierung dieser großen Firmen anguckst, von der jede mehr als einmal, teilweise zweimal so groß sind wie der gesamte DAX-Index, um das überhaupt mal ins Verhältnis zu rücken, dann ist dieses Thema für diese Unternehmen viel entscheidender. Vielleicht könnten Gegenzölle der EU auf den Dienstleistungsüberschuss, den die Amerikaner ja mit uns haben, durch diese Firmen, dazu helfen, dass es auch da mal etwas dunkler aussieht. Aber einstweilen wird alles von dieser KI-Thematik getrieben. Die Firmen investieren, müssen sie auch, weil wenn du da nicht investierst, kann es sein, dass du den Kürzeren ziehst und später hinten dran bist. Aber es wird nicht jeder dieser großen Unternehmen Large Language Modelle oder irgendwelche KI-Lösungen etablieren, die einen Monopolcharakter haben. So wie Google beim Suchen oder wie Facebook und Instagram bei Social Media. Das wird nicht gelingen. Also ein paar dieser Investitionen werden ins Leere laufen und die Frage ist, wann die Firmen anfangen, das zu merken und zu sagen, oh, wir kriegen es nicht so monetarisiert, wir kriegen das Geld einfach nicht rein. Nicht? Du hast die Möglichkeiten, über Werbung zu verdienen. Meta sagt, ja, das verbessert die Effizienz, mit KI sind wir da besser, nennt aber keine Zahlen. Ja? Dann hast du die Abo-Thematik, also Abo-Modelle. Ich weiß nicht, wie viel der Zuhörer diese $20-Abos haben. Wir haben sogar ein paar $200-Abos, um dieses Deep Search machen zu können bei ChatGPT, sehr umfassende Analysen. Aber das Gros der Privatleute ist nicht bereit, Abogebühren zu zahlen, sondern nimmt die kostenlosen Varianten in Anspruch. Die gibt es ja inzwischen von allen möglichen Anbietern, Google, Meta und nicht mehr nur noch ChatGPT. Und das ist noch nicht gelöst. Und da wird dann entscheidend sein, ob die beiden offensichtlichen Profiteure, Nvidia und Broadcom, die im Grunde genommen die Infrastruktur bauen oder sagen wir mal die Chips dafür herstellen, ob es am Ende nur noch diese beiden sind. Und dann wird natürlich auch der Investitionsboom der großen Firmen, der Microsofts, Amazons und so weiter dieser Welt zumindest abebben. Mehr nicht. Um da ganz klar zu bleiben, das bedeutet nicht, dass die pauschal zu teuer sind. Sie verdienen gutes Geld. Das unterscheidet den KI-Boom der jetzt Phase von dem, was wir im Internetboom gesehen haben. Aber es gibt viele Könntest und Konjunktive. Auch hier wieder die Frage, was mache ich jetzt als Anleger daraus? Du sagst also, Diversifikation ist in dem Bereich vielleicht sogar noch mal wichtiger als schon auf Asset Allocation Ebene insgesamt und unterteilst den Bereich mal so grob in 3 Kategorien. Ja, die erste Kategorie, ich habe die digitale Versorger genannt, das sind eigentlich Firmen, die sind so stark im Leben der Menschen und Unternehmen präsent, dass sie da nicht mehr wegzudenken sind. Und das sind die Firmen, die jeder kennt, deren Produkte jeder jeden Tag nutzt. Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet und Apple, die dazu zählen, obwohl sie nicht so stark in diesem KI-Boom stecken. Das sind diese, sagen wir mal, 5 ganz großen Versorger, die relativ sicher und gut kalkulierbare Erträge haben. Die Erträge sind hoch, die Bewertungen allerdings auch nicht wirklich günstig, aber durchaus nachvollziehbar. In keinem Fall annähernd so hoch wie damals zur
Blase um die Jahrtausendwende. Und dann haben wir als zweite Kategorie, kann man sagen, die Spezialisten. Das sind Firmen, die aus verschiedensten Bereichen kommen. Cybersecurity ist ein Beispiel. Aber auch de facto müsste man auch die Chiphersteller dort einsortieren in dem Bereich. Streaming, der ganze Bereich. Streaming gehört dazu. Also all diese verschiedenen Dinge, Beratung, Accenture zum Beispiel, wenn man da eine Firma nennen möchte. Und dann gibt es last not least die Infrastruktur, sagen wir mal, der zweiten Ordnung, die jetzt nicht unmittelbar diese Chips liefert, sondern Maschinen zum Bau von Chips wie ASML beispielsweise, eben, aber vor allen Dingen diese ganze Stromthematik. Denn die Stromversorgung und die Stromverteilung ist natürlich bei diesen stromintensiven Technologien entscheidend. Und das sind dann Firmen, die früher eigentlich tradierte Industriefirmen waren. Schneider Electric zum Beispiel oder Legrand, um zwei Franzosen zu nennen. Amphenol weniger bekannt, aber sehr hoch jetzt inzwischen auch börsenwert, über 100 Milliarden, die diese ganzen Steckverbindungen machen. Also kann man grob in diese drei Kategorien einbauen. Und die sind natürlich alle miteinander verwoben. Wenn die digitalen Dienstleister, Versorger, die gerade genannten ganz großen 5 Titel, wenn die feststellen, dass die Monetarisierung, also das zu Geld machen, dieser unfassbar hohen Investitionen, die tätigen, stockt oder nicht so wie erwartet läuft, dann würden die natürlich auch anfangen, die Bestellungen bei den beiden großen, aber insbesondere Nvidia, zurückzunehmen. Und ich habe dann mal überschlagen, wir sind bei knapp 4.000 Milliarden Börsenwert und Nvidia macht gut 100 Milliarden, also 40 Mal Gewinn bewertet momentan. Wenn die es schaffen würden, den Gewinn in absehbarer Zukunft auf 150 Milliarden zu erhöhen oder sogar auf 200 Milliarden zu erhöhen, dann wäre das immer noch anspruchsvoll, wenn man dann 8.000 Milliarden, also das Doppelte an Bewertung drauflegt. Also bis sich das Ding verdoppelt, müssen die Gewinne eigentlich sogar noch mehr als eine Verdoppelung schaffen. Und das hätte dann die skurrile Auswirkung, dass praktisch die ganze Welt sämtliche KI-Ausgaben, die so auf 1.000 Milliarden in 2028 bis 2030 geschätzt werden, in wenigen Jahren eigentlich komplett bei Nvidia abliefern müsste und sonst bei keinem mehr. Oder dass die bestehenden Großkunden noch mehr kaufen, ihre Investitionen noch weiter erhöhen. Und das scheint mir, sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil immer die Frage kommt, wieso habt ihr nicht noch mehr Tech? Wir sagen immer, oder ich sage Anlegern immer, du musst dich entscheiden, bist du Risikominimierer oder Performance-Maximierer? Und wenn du deine Anleger so vor deinem geistigen Auge siehst, spielt das natürlich schon eine Rolle. Wer vertraut dir da sein Geld an? Vermögenserhalt oder Vermögensmehrung sind bekanntlich zwei völlig unterschiedliche Disziplinen. Das spielt für dich schon eine gewichtige Rolle, wenn du überlegst, wie viel packe ich denn jetzt von der Ware da rein, oder? Ja, also du hast ja das Diversifikationsthema angesprochen, man muss insgesamt diversifizieren. Es gibt ja nicht nur Tech-Werte, es gibt auch andere Werte, die interessanterweise sehr viel günstiger geworden sind. Da gibt es, glaube ich, auch große Chancen. Und dann diversifizieren, wir haben ja gerade diese 3 Kategorien genannt, innerhalb des Technologiebereichs mit relativ sicheren Firmen, die großen digitalen Versorger, mit Firmen, die Spezialisten, die dann vielleicht auch etwas stärker von der Konkurrenz angegriffen werden können. Wir haben ja prominente Beispiele, nimm Adobe, die unangefochten als die Nummer 1 in dem Bereich galten und durch KI jetzt im Prinzip, ich will nicht sagen disruptiert, aber doch sehr stark in ihrer Entwicklung eingeschränkt werden, nicht? Und dann hast du andere Segmente, die teilweise von KI profitieren. Wenn es dort aber nicht so läuft, dann implodieren die Aktien nicht, sondern die werden dann ein bisschen schwächer. Die gerade genannten Beispiele aus Frankreich oder eben Amphenol aus den USA. Weil für die KI ein Zusatzgeschäft Genau. ist und Mal 10, 20, auch vielleicht mal 25%. Aber wenn das weniger wird, dann implodieren die Aktien nicht. Wenn jetzt die Bestellorgie, sage ich mal, bei Nvidia abebben würde, wofür es momentan überhaupt kein Anzeichen gibt, aber das wird natürlich irgendwann kommen, hat das natürlich Auswirkungen, weil Nvidias Umsätze quasi zu 98% auf diesem Bereich liegen und nicht auf den tradierten Geschäften, Grafikkarten und so weiter. Insofern hängt an diesem Bereich sehr viel für den Gesamtmarkt. Nicht? Die Aktien sind halt so stark im Index gewichtet, dass jeder, der einen Indexfonds kauft, volles Rohr diese Aktien im Portfolio hat.
Und er hat überhaupt keine Aktien im Portfolio, weil die im Index inzwischen so gering gewichtet sind von den zum Beispiel großen traditionellen Konsumgüterherstellern. Nehmen wir Namen wie Unilever als Beispiel oder in den USA Procter & Gamble, Pepsi Cola, die von ihrem Bewertungsniveau zumindest teilweise inzwischen auf 15, fast 20 Jahren Tiefstniveaus. Die Ja. jetzt im Grunde genommen bei dieser Tech-Rallye fast so ein bisschen ein Schattendasein Ja. führen und deswegen links liegen gelassen Genau. werden. Da ergeben sich dann eben natürlich auch Chancen, sind vielleicht im ersten Blick etwas langweiligere Geschäftsmodelle, aber deswegen ja nicht uninteressanter. Nein, es gibt viele Firmen, du sagst es zu Recht, die links liegen gelassen werden, weil auch die Wachstumschancen nicht so groß sind. Nicht? Dann kommt hinzu, dass die berühmte Fettspritze von Novo oder Eli Lilly jetzt zukünftig den Konsum an kalorienhaltigen Nahrungen reduziert und das ist dann für die Nahrungsmittelbranche schlecht. Aber wir haben auch witzigerweise genau in dem Bereich, im Pharmabereich, starke Rückschläge. Bei Novo Nordisk, der vor einem Jahr teuersten Aktie Europas, die eben diese Fettspritze oder Antifettspritze herstellt. Da gab es bei 1000 Dänenkronen 1000 Gründe, die Aktie zu kaufen. Und dann fiel die Aktie auf 400 und plötzlich gibt es 400 Gründe, die Aktie nicht mehr zu haben. Und das ist ein Beispiel, wo das Chancen-Risiko-Verhältnis viel besser geworden ist. Und wir haben das auch genutzt und die Position erstmals seit langem wieder an Bord genommen und auch ausgebaut. Also es gibt in den Bereichen, in dem Healthcare-Bereich, in dem Bereich der Konsumgüter, Staples, wie das so schön auf verpackte Konsumgüter auf Englisch heißt, durchaus ein Haufen interessanter Werte, die, obschon große Unternehmen und obschon früher ganz wesentliche Firmen in den Indizes heute keine Rolle spielen, weil du von denen 20 oder 30 nehmen kannst und die sind alle zusammen genauso viel wert wie Nvidia. Das zeigt ja auch, wie verrückt die Entwicklung ist, die wir untermauert bisher durch Gewinne, muss man klar sagen, aber die wir am Markt haben. Und das heißt auch für jeden, der zum Beispiel ein Indexzertifikat oder ETF oder was auch immer kauft, dass er damit sehr stark auf die Fortsetzung dieses Trends setzt. Was die Digitalisierung respektive KI anbetrifft, haben wir da keine Bedenken. Die Frage ist nur, wie sich das dann auch in Geld verwandeln lässt. Da sind wir dann eben wieder bei der Frage, Risiken minimieren oder Performance maximieren. Ich will noch auf einen Effekt ansprechen, den du bei den Tech-Werten immer mal wieder nimmst. In den Gesprächen kommt dann oftmals so, ja, so teuer sind die ja gar nicht, KGV ist XY. Du weist darauf hin, Achtung, beim Kurs-Gewinn-Verhältnis ist möglicherweise ein Faktor gar nicht berücksichtigt, nämlich Stock-Based Compensation lautet das Stichwort, aktienbasierte Ja, Vergütung. das klingt wahnsinnig technisch. Das ist Vielleicht erklärst du erstmal, um was es genau geht. Ich bin bei dir angestellt und bekomme jetzt eben mein Gehalt nicht aus der Kasse bar, sondern du bezahlst mich in Aktien oder Aktienoptionen. Es macht Sinn für junge Firmen, die das Geld nicht haben, hohe Gelder zu zahlen, aber gute Programmierer brauchen, als Beispiel. Deswegen ist es in der Technologiebranche üblich, dass man den Mitarbeitern neben einem Fixum auch eine aktienbasierte, in Form von Optionen, Komponente gibt. Man sagt, du kriegst zwar nur 100, aber du kriegst nochmal 100 obendrauf in Form von Aktienoptionen oder besser gesagt den Gegenwert. Und diese Form der Kompensation sind natürlich Lohnkosten. So. Sie wird aber bei einigen Unternehmen aus den oder in die adjustierten Gewinne, auf die der Markt schaut, die auch Sinn machen, weil man manchmal außerordentliche Einmaleffekte hat, aber diese adjustierten Gewinne müssen eigentlich diese Optionskosten enthalten, weil sie eben regelmäßig anfallen. Und da gibt es keinen Anlass, das zu adjustieren. Und da gibt es doch inzwischen immer mehr Firmen, bei denen diese Kosten, diese Optionskosten, wieder hinzuaddiert werden. Und das heißt, dass die dann einen Gewinn ausweisen. Da gibt es Fälle, da ist dann ein ausgewiesener Gewinn von ein paar hundert Millionen und tatsächlich hat die Firma 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden Minus gemacht. Und wir haben das mal angeschaut, nur für große Werte, nicht diese Start-ups, die das naturgemäß machen. Firmen mit mehr als 50 Milliarden Börsenwert, da gibt es sehr viele Titel, die mehr als 10% vom Umsatz und die Hälfte des Gewinns in Form aktienbasierter Vergütung bezahlen. In Extremfällen liegt sogar die aktienbasierte Vergütung, also Stock-Based Compensation,
ist höher als der Gewinn. Mit anderen Worten, tatsächlich macht die Firma keinen Gewinn, sondern einen Verlust. Nochmal, das ist nicht per se, und das sagst du auch nicht, ein unseriöses Gebaren. Es heißt nur, man muss genau darauf hingucken, wie adjustiert wird. Das sagen die Firmen ja auch, aber das muss ich im Blick haben, wenn ich jetzt irgendwelche Finanzmetriken anschaue, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Genau, und der Unterschied zwischen der adjustierten Größe und der nicht adjustierten Größe ist zumeist relativ gering. Also bei den großen Versorgern, wie ich sie nannte, Microsoft und Co., spielt das fast keine Rolle. Ein einstelliger Prozentsatz, zum Beispiel bei Nvidia, bei Broadcom sind es schon ungefähr 20% der Gewinne, die, ich sage jetzt mal etwas flapsig, fake sind, also die im Grunde genommen nicht wirklich da sind. Und dann gibt es eben mittelgroße Unternehmen, wo das über 100% geht. Auch bei Palantir ist der Satz sehr hoch, wo also vom Gewinn eigentlich relativ wenig übrig bleibt. Und das ist eine gewisse Zeit okay. Und wenn dann aber die Dinge nicht mehr so laufen, dann schaut der Markt da sehr viel genauer hin. Und insofern ist auch die Gewinnqualität ein wichtiges Thema. Also man muss dann schon gucken, wie viel beträgt der tatsächliche Gewinn der Unternehmen und nicht nur die sogenannten adjustierten Gewinne. Du sagtest das ja eben so schön bei Novo Nordisk. Auf dem Weg nach oben gibt es dann 1000 Gründe dafür, auf dem Weg nach unten 400 dagegen. In der Rallye ist das kein großes Thema, aber wenn es dann wackelt, wird das plötzlich wieder zum Thema und dann wird es auch plötzlich kursmäßig relevant. Wir sehen, gut, dass du das Beispiel nochmal nennst. Wir sehen bei Novo ja Folgendes. Vor einem Jahr, als der Kurs bei 1000 Kronen war, wo Nvidia die teuerste Aktie Europas war. Novo Nordisk. Novo Nordisk. Und gleichzeitig hatten wir Eli Lilly in Amerika als Konkurrent. Und dann hat plötzlich Eli Lilly eine etwas bessere Injektion oder Wirkung und die Dinge verändern sich. Und so komme ich auf diese 1000 Gründe, die dafür sprechen. Dann passieren ein paar Dinge, die nicht so ideal laufen und plötzlich wird ein doppelt halb volles Glas doppelt halb leer gesehen und das gibt es überall und das werden wir im Technologiebereich auch sehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist in dem Fall einfach die Grundsubstanz und Stärke der Firmen sich vor Augen zu führen. Da sind wir wieder bei den digitalen Versorgern, aber auch bei den größten Spezialisten oder Infrastrukturanbietern und sagen, wenn die Firmen wirklich gut sind und dann gibt es auch mal ein paar schlechtere Neuigkeiten, dann heißt das jetzt nicht ein Ende der Entwicklung oder gar ein Ende der Firma, sondern dann muss man einfach mal ein paar Abstriche an den hochtrabenden Erwartungen machen. Und wenn der Aktienkurs dann 60% tiefer steht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Das Risk-Reward der Aktie ist besser. Novo ist momentan, würde ich sagen, so ein Beispiel, wo man das sagen kann. Und wobei das nicht heißt, dass die Aktie steigen muss. Also wir sind immer vorsichtig mit irgendwelchen tippähnlichen Hinweisen. Aber als Beispiel genannt, und das Gleiche sehen wir, wie gesagt, bei vielen Herstellern aus dieser Konsumgüterwelt, wo im Prinzip momentan das Glas doppelt halb leer gesehen wird. Und das spielt im Technologiebereich eine viel größere Rolle, weil die Firmen viel größer sind und weil die Ausschläge in dieser disruptiven, von Natur aus disruptiven Branche eben auch viel größer sein können. Die unerwarteten Entwicklungen können viel größer sein und man braucht nicht viel Fantasie, um zum Beispiel die Kurse von Nvidia oder einen Börsenwert von Nvidia zu halbieren. Der kann sich verdoppeln, aber der kann sich auch halbieren, ohne dass man gleich ein Katastrophenszenario an die Wand macht. Oftmals reicht es ja schon aus. Narrative mal ändern. Und wenn Sie jetzt sagen, die letzten 3, 4, 5 Minuten habe ich das nicht so ganz verstanden, dann ist das gar nicht schlimm. Soll einfach nur zeigen, dass Sie gerade im Tech-Bereich sehr, sehr genau hinschauen müssen, wenn Sie da sich selbst zutrauen, die Unternehmen zu analysieren. Jetzt haben wir die ganze Zeit noch kein einziges Mal über Zölle gesprochen. Das will ich zum Schluss doch noch tun, denn es kommt ja jetzt gleich der nächste Termin schon wieder, den wir da vor der Brust haben. Die 90 Tage laufen ab. Das Thema Korrektur 2.0 oder Zoll, Tsunami 2.0. Glaubst du, das wird nochmal ähnlich wie im April? Die Zölle werden uns weiter beschäftigen, aber keiner weiß nichts Genaues nicht. Also wir werden sehen, was da kommt. Und auch da wird es ein Auf und Ab geben. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch hier, dass die Firmen sich so resilient aufstellen, dass sie eben in den verschiedenen großen Regionen, China, USA, Europa, produzieren oder dass sie die Risiken
reduzieren können, die aus solchen Zöllen resultieren, oder in der Lage sind, ihre Einkaufs- und Verkaufsstrukturen dem ganzen Thema anzupassen. Also Resilienz, wie es immer so schön heißt, ist wichtig, und ich glaube, dass gute Firmen, und wir haben auch viele gute Firmen in Deutschland, in der Lage sind, das zu schaffen. Das Schöne ist ja, dass wenn Donald Trump jetzt tatsächlich, was nicht anzunehmen ist, das im 90-Tage-Rhythmus immer weiter vorausschiebt, er sich ein kleines bisschen auch an den Turnus unserer Quartalssplitter richtet. Das freut uns. Deswegen schauen wir, was wir in 3 Monaten Einordnendes zu erzählen haben. Für den Moment erst einmal vielen Dank dir, Bert, fürs Einordnen, und vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut und bis bald.